Ich heiße Hanna, ich bin 11 Jahre alt. Ich bin von Geburt an taub und in meiner Familie ist sonst niemand anderes taub. Ich höre halt gar nichts ohne die Hörgeräte. Ich mache meine Haare nicht über meine Ohren, weil ich schäme mich nicht für meine Ohren. Mir ist es nicht peinlich, dass man die sieht. Und ich finde es auch praktisch, so muss ich keine Haarspangen tragen. Ich bin hier, weil ich sehr gerne tanze, weil ich Spaß daran habe. Ich gehe 2 Stunden in der Woche zum Tanztraining. Ich höre halt ohne die Hörgeräte gar nichts. Ich höre ja alles gleichzeitig. So höre ich das. Manchmal ist es total anstrengend. Ich muss dann immer überlegen, was jetzt wichtig ist. Also es ist manchmal ein bisschen blöd, weil wenn dann mitten im Auftritt oder im Tanz die Batterien leer sind oder meine Ohren runterfallen, ist es halt blöd. Also Fabienne ist meine beste Freundin und wir kennen uns seit Kindergarten, also vom Kindergarten kennen wir uns. Und auch vom Tanzen. Also ich bin durch Fabienne zum Tanzen gekommen. Und zwar, weil sie hatte mal so einen Auftritt. Und da bin ich auf die Bühne gesprungen und habe einfach mitgetanzt. Und da war ich 3 Jahre alt. Manchmal bin ich traurig wegen meinen Ohren. Ich komme gerade aus der Schule und mir ist echt alles zu viel. Die Lehrer waren gestresst, die haben durcheinander laut geredet und jetzt will ich einfach nur noch nach Hause. Wenn mir manchmal alles so viel zu viel ist, dann mache ich meine Ohren immer ab, weil dann höre ich nichts mehr und dann habe ich ein bisschen Ruhe für mich. Was war denn heute los mit dir, wo du aus der Schule gekommen bist? Naja, das war mir alles zu viel. Was war dir zu viel? Naja, ich hatte das Gefühl, ich explodiere. Mir war es einfach zu laut. War alles durcheinander? Mhm. Hm. Ich habe auch manchmal Angst wegen einer OP. Ich habe halt immer Angst, dass ich früh aufwache und dann einfach nichts mehr hören kann.
Ja, nee, auch das würden wir schaffen, wenn wir so eine OP machen müssten nochmal. Hm? Davor brauchst du keine Angst haben. Hab ich aber. Na, komm her. Komm her. Das schaffen wir schon, Hanni. Hm? Okay? Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich rede mit anderen nicht darüber, nur mit meiner Mama. Die tröstet mich dann und macht mir immer Mut. Ich denke dann wieder, dass ich alles schaffen kann, wirklich alles, auch wenn ich taub bin. Also ich wollte immer Flöte spielen und als ich klein war, hatte ich eine kleine Holzflöte und da habe ich immer in meinem Zimmer irgendwas gespielt und ich fand die Melodie immer so schön und habe dann irgendwann wollte ich zur Musikschule gehen, damit ich meine Flötenkünste weiterentwickeln kann. Genau, und dann das C. Welcher Finger ändert sich? Na, der will immer irgendwas machen, aber der muss heute mal faul sein. Den darfst du mal ins Bett schicken. Der darf heute mal schlafen. Nur der da muss hochgehen. Ups, der da. Genau, wackel mal ein bisschen hin und her, dass der das mitkriegt. Genau. So, greif noch mal von hier. Ah. Nochmal, von hier. Bam, 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 bam. Ja. Ja, genau. Willst du noch eine Stunde stumm üben? Ja. Stumm nochmal? Oder mit mir? Ich weiß nicht, wie andere Musik hören, aber für mich klingt die Musik sehr schön. So klingt das für mich. Ja, schön. Aber super hast du es gemacht. Du hast das Stück ja noch nie gesehen und noch nie gespielt. Du hast es super gut gemacht. Ist ja auch einfach. Ja. Weil ich mir das ja auch mit 5 Tönen, das stelle ich mir gerade auch einfach vor. Manchmal beim Flötenunterricht sagt meine Flötenlehrerin mir etwas, aber ich verstehe sie nicht und weil ich sie nicht anschaue, sondern ich schaue auf meine Noten. Ich glaube, das kriegst du wahrscheinlich nicht mit. Ich konzentriere mich einfach immer auf meine Noten und mein Stück. Und, ja, genau. Das macht aber auch nichts. Deswegen habe ich versucht, so mit der Hand so ein bisschen hier so, dass du hier die Pause merkst. Genau. Können es ja vielleicht sogar ein bisschen noch zueinander drehen. Genau, und innerlich kannst du versuchen, in dem gleichen Tempo, wie hier die Viertelnoten waren. Pause. 2 oder Pause, kannst du denken. Also so quasi jetzt. Pause. Oder da. Genau. Ja, okay, schaffe ich. Manchmal ist auch am Wochenende Training, wenn wir einen Auftritt oder ein Turnier haben. Genau, dann beides 1 und 1 und 2. Ich höre die Musik und ich spüre die auch, also das ist quasi wie so ein Vibrieren. Und wir haben auch mal das Experiment gemacht, irgendwo wo laute Musik war, dass ich meine Ohren abgemacht habe. Und ich konnte, also das hat dann in meinem Körper die ganze Zeit wie vibriert. Hallo Leute, morgen halte ich meinen Vortrag in der Schule, damit meine neue Klasse weiß, wofür ich Hörgeräte brauche und dass ich überhaupt Hörgeräte trage. Ich bin schon richtig aufgeregt.
Weiß nicht, also da wird mir halt auf beiden Seiten hier der Kopf aufgemacht und da wird dann das reingemacht. Also wie aufgeschnitten. Ja. Also quasi es wird aufgemacht, die Narbe wird wahrscheinlich aufgemacht, dann wird das Neue reingemacht und dann wird das wieder zugenäht. Ich habe diesen Vortrag vorbereitet, um euch mal etwas über mich zu erzählen. Ich brauche Implantate, damit ich sprechen und hören lernen konnte, weil wenn man nicht richtig hören kann, kommt man auch nicht richtig in die Sprache. Das ist die Ohrmuschel, die ein normaler Mensch hat. Das ist ein kleines 3D-Modell. Und das, was wie eine kleine 8 aussieht, da sind die kleinen Härchen drin, die bei mir fehlen. Und da hat ein normaler Mensch 24.000 Härchen, die bei mir durch 15 Elektroden ersetzt werden. Also das ist ja das normale Ohr und da ist das so drum und das hält magnetisch an an dem Mikrofon von innen. Und der rote Faden, das ist das Kabel von der Spule. Und das ist in die Ohrmuschel reingeschoben und das ersetzt quasi die 24.000 Härchen und das sind bei mir nur 15 Elektroden. Habt ihr noch weitere Fragen? Dominik? Ich habe gemerkt, dass das Hörgerät magnetisch ist. Das sendet dann sozusagen die Signale von dem, was du hörst, in den Kopf, stimmt's? Ja. Ah, okay. Wie habt ihr das eigentlich herausgefunden, dass du so taub bist? Naja, da wird ja immer so, wenn man geboren wird ja immer so ein Test gemacht, ob irgendwas mit dem Kind nicht stimmt und so. Und da haben die herausgefunden, dass ich nichts höre. Wie lange hat es denn überhaupt gedauert, bis du schon lesen und so sprechen konntest? Keine Ahnung. Wir haben halt regelmäßig sprechen und hören gelernt. Und ich habe auch regelmäßig mit meiner Familie zu Hause geübt. Wir haben gesungen, wir haben gelesen, wir haben gespielt. Du hast ja diesen Magnet hier hinten. Kannst du dir da die Farbe aussuchen? Ja, hier zum Beispiel ist ja, also das ist quasi die Spule und da kann man sich Verschiedenes drauf machen lassen. Hier sind verschiedene Noten und bei mir ist es so bunt. Und da kann man sich Verschiedenes aussuchen und da gibt es auch für Jungs solche, die sowas haben. Dominik? Aber außer den Hörgeräten ist dein Leben normal, oder? Also lebst du normal? Ja, aber ich höre halt gar nichts ohne die Hörgeräte. Die lassen mich hören. Ihr müsst jetzt mal sagen, was ihr hört und Frau Große spielt was ab. So hören meine Implantate. Emma? Also es hat sich irgendwie so verzerrt und komisch angehört. Noel? Es hat sich angehört wie ein Roboter. Paulina? Also irgendwie, wenn zum Beispiel jemand irgendwie so als Horrorfigur in so einer Serie spielen würde zum Beispiel. Das hört sich halt wie ein Roboter für euch an. Und das ist ja auch quasi ein Roboter sozusagen, der mich hören lässt. Also die waren sehr begeistert. Es kamen gefühlt Tausende von Fragen. Also ich fahre zweimal im Jahr in die Uniklinik nach Dresden. Ich brauche die Hörgeräte. Ich wurde mit 11 Monaten implantiert, beidseitig im Kopf. Die OP hat insgesamt 6 Stunden gedauert. Da sind wir bloß einen Tag. Da müssen wir erstmal einchecken. Da bekommen wir einen Zettel, was wir wann machen müssen. Dann gehen wir auf unsere Plätze. Und dann warten wir darauf, dass mein Name aufgerufen wird. So, na, wie geht's dir? Gut. Super. Und was meinen deine Ohren? Gibt es irgendwelche Probleme? Nö. Und hören tust du auch super? Ja. Ja, schön. Und in der Schule klappt alles schön? Ja. Na, da bin ich ja froh.
Darf ich dir mal in die Ohren schauen? Ja. Was jetzt so los ist? Klar. Na toll, da bin ich zufrieden mit dir. So. Weiter geht's. Das heißt, über den Lautsprecher werden jetzt Wörter genannt. Ganz kurze Worte nur. Also das ist nicht ganz einfach, aber du hast es ja bisher auch immer super gemacht. Du versuchst dir einfach die Wörter nachzusprechen. Ja? Nicht ärgern, wenn du mal eins nicht verstehst, das kann passieren. Ja. Und es geht wieder los. Achtung. Punkt. Ziel. Fest. Warm. Okay. Hast es gleich geschafft. Ich weiß, es braucht immer viel Konzentration, aber du machst es ja immer wie ein Profi. Sieht auch alles erstmal schick aus. Okay? Dann schicke ich das weiter. Du kannst draußen nochmal Platz nehmen, wirst nochmal aufgerufen. Hast ja noch ein bisschen Programm heute. Ja. Und dann gucken wir mal, was die Ärzte sagen, ob sie zufrieden sind. Okay? Hast du gut gemacht. Super. Ja. Gut, Hanna, dann kannst du dich erstmal wieder draußen hinsetzen. Also ich finde es anstrengend, weil halt ich muss mich ja halt richtig gut konzentrieren und auch gut zuhören. Ich nehme den halt immer mit, weil ich habe den seitdem ich sehr klein bin. Macht manche Aufgaben, die ich machen muss, macht Tiki mit halt. Und ja. Ja, da wird quasi mein Ohr, das muss ich abmachen kurz. Dann baut sie das ein bisschen um. Und das muss ich dann halt dran machen. Und dasselbe macht sie bei Tiki, da macht sie das dann halt hier dran. Klingt gut. Mhm. So, und während der jetzt sucht, können wir ja schon mal gucken, wie du heute gehört hast. Das ist die linke Seite. Das sind die Piepstöne, die du vorhin gehört hast. Das ist alles sehr schön gewesen. Und das waren diese Wörter, die du gehört hast. Da hast du 85 und 100% von den kurzen Wörtern gehört auf der linken Seite. Das ist echt super. Und das ist die rechte Seite. Da sind auch hier oben die Piepstöne. Das hast du auch echt super klasse gemacht. Ja, da hast du auch alle sehr, sehr gut gehört. Und auf der Seite hast du von den kurzen Wörtern 80 und 85% gehört. Echt super. Wie war es jetzt so für dich zu Hause vom Hören? Sehr gut eigentlich. Gab es irgendwas, was kaputt gegangen ist, was wir tauschen müssen? Nö. Gut. Ich bin froh, dass alle Tests gut verlaufen sind. Und danach mache ich immer was Schönes. Fabienne geht leider in eine andere Schule, aber in der Freizeit verbringen wir sehr viel Zeit miteinander. Fabienne ist meine beste Freundin. Boah. Ja, bei mir ist da auch gerade viel Dreck rausgekommen. Ich kraul mal, oder warte, kann wir mal kurz tauschen? Ja. Damit ich vorne am Hals machen kann. Wie machst du das? Ja, so und dann halt. Ich mach mal vorne. Wir sind auf dem Pferdehof von der Freundin meines Bruders. Hanna, warum magst du eigentlich Pferde? Oh, Pferde waren immer so, die sind so schön, die sehen schön aus, haben schöne Farben. Die knutschen gerne, mal mit mir. Hab ich vor. Man kann gut reiten, es macht Spaß. Und das Striegeln macht Spaß. Wenn man sich mit einem Pferd striegelt, dann fühlt das Pferd sich verbundener. Au, das war dein Huf. Ich bin noch nie runtergefallen,
Aber beim Reiten ist auch alles normal. Aber ich muss halt immer aufpassen, wenn ich einen Helm habe, dass ich mit meinem Kopf quasi immer gleich bleibe. Weil wenn ich dann irgendwie wackel, dann gehen durch den Helm meine Ohren immer ab. Und dann muss ich immer erst absetzen, die Ohren wieder dran machen. Und dann kann ich den Helm aufsetzen. Tut es eigentlich weh unter den Helm mit deinen Ohren? Manchmal ja. Also wenn ich ein bisschen, sage ich mal, schneller reite in Trab zum Beispiel. Da drückt das ein bisschen, oder? Ja, da gehe ich hoch und runter. Das heißt, der Helm geht so ungefähr. Und da drückt das manchmal, aber das geht sonst. Sonst habe ich keine Probleme. Kannst du dir eigentlich vorstellen, später mal was mit Pferden zu machen als Beruf? Weiß ich noch nicht. Aber es wäre richtig cool, weil Pferde sind schön Tiere. Und das sind auch so eine Therapietiere. Es gibt auch Therapiepferde. Hier. Ich würde gerne anderen Kindern Mut machen, denen etwas schwerfällt. Man kann alles schaffen, was man will. Man darf nur nicht aufgeben. Heute, das hat man vielleicht gar nicht gemerkt, da ist mitten im Tanz mein Ohr abgefallen. Und das musste ich dann schnell wieder dran machen. Aber es hat zum Glück keiner gemerkt. Also das ist so ein Gefühl wie alles rauslassen können, wie Freiheit. Ich denke, ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme. Vielen, vielen Dank, Teams. Oh mein Gott. Wir sind auch nicht Vierte, ne? So, jetzt darf ich wieder... Meine Mama hat übelste Gänsehaut, ne?